Herzlich willkommen in diesem neuen Video von mir. Mein Name ist Florian, aka Cyrael von cyraelpiano.de. Und ja, wie du vielleicht schon unschwer hören konntest, die Weihnachtszeit ist angebrochen, die Vorweihnachtszeit. Und dementsprechend möchte ich mit einer neuen Videoreihe beginnen, indem ich dir jetzt jede Woche bis Weihnachten mal einen Weihnachtssong vorstelle und dir so ein bisschen zeige, wie man den spielt. Und dann, ja, hast du hoffentlich dann an Weihnachten einige Songs parat, die du deiner Familie, deinen Freunden eventuell dann vorspielen kannst. Habe ich richtig Bock drauf, hier so ein paar Weihnachtssongs zu üben. Für mich selber auch, dass ich auch selber hier noch ein paar Songs übe für Weihnachten. Und wir beginnen in diesem Video, du hast es eben schon gehört, mit In der Weihnachtsbäckerei, also auch ein sehr, sehr bekanntes Weihnachtslied, Kinderlied, was auch gar nicht so schwer zu spielen ist. Ne? Also diese ganzen Weihnachtslieder sind ja vom Schwierigkeitsgrad so als Pianist nicht allzu sehr zu spielen. Natürlich kannst du immer ein Stück schwieriger spielen und einfacher spielen. Ich zeige dir immer so einen Mittelweg, also ich werde dir hier immer Versionen zeigen, die auch ein Anfänger ohne Probleme spielen kann, die aber trotzdem natürlich richtig schön auf dem Klavier klingen. Fangen wir also an. Ich werde einmal den Refrain dir zeigen auf der rechten und linken Hand und dann die Strophe. Das wiederholt sich ja dann immer wieder. Dieses ja, das sind ja dann die Strophen dazwischen. Fangen wir mit dem Refrain an. Ja, das ist ja das ikonischste. Ich mache es wie in allen meinen Videos. Also ich werde dir erstmal zeigen, was die rechte Hand spielt. Dann zeige ich dir, was die linke Hand spielt. Und dann zeige ich dir einmal beide Hände zusammen. Ja, und du kannst das Ganze dann also nochmal zurückspulen, pausieren. Ja, also du musst jetzt hier nicht gleich mit mir mitspielen, sondern du kannst dir das nochmal ganz in Ruhe Stück für Stück angucken, das ganze Tutorial, und kannst es dann also für dich nochmal wiederholen. Ja, ganz, ganz wichtig. Okay, also wir fangen an mit der rechten Hand und dem Refrain. Ich spiele dir einmal den ersten Unterabschnitt vor. Wir fangen hier beim G an. Ganz wichtig, generell spielt dieses Stück in C-Dur, in der C-Dur-Tonart. Das heißt, wir brauchen auch wirklich nur die weißen Tasten. Ne? Das ist natürlich auch für Anfänger hier dementsprechend einfacher. Also wir brauchen nur die Töne der C-Dur-Tonleiter. Hauptsächlich, sage ich jetzt mal, die ersten 5 Töne der C-Dur-Tonleiter. Also C, D, E, F, G. Gut, fangen wir an mit der rechten Hand. Erster Abschnitt ist dieser hier. Ja, also wir starten beim G, spielen G, F, E, E, zweimal, also D, D, C. Ich wiederhole nochmal. Ja, das ist so dieser ikonische Einstieg, ne? Das denke ich, die Melodie kennt jeder. In der Weihnachtsbäckerei. So. Dann geht's weiter. Wir spielen das Ganze jetzt also wieder aufwärts, ja, also C, D, E und dann F, E, E, D. Wenn du willst, kannst du auch an der Stelle das C weglassen, auch direkt vom D hier zum E springen und dann zum F. Ich spiele das C aber gern mit als Voranschlag dazu, ja? Ist aber ein minimaler Unterschied, ist eine kleine Variante. Hörst du den Unterschied, ja? Mal beide Abschnitte zusammen. Bis dahin, wie gesagt, ich wiederhole es jetzt noch einmal, diesen Abschnitt ganz, ganz oft wiederholen, bis du ihn ohne Probleme spielen kannst, ja? Oder diese beiden Abschnitte und dann erst zum nächsten übergehen. Ne? Ich gehe jetzt hier weiter. Du kannst gerne nochmal dir das Ganze angucken in Ruhe und das wiederholen, ja? Aber wir gehen jetzt hier weiter. Ja, wenn du es soweit spielen kannst, kommt der nächste Abschnitt. Das Ganze wiederholt sich zweimal. Also wir spielen D, E und dann zweimal das F und dann das G. Und dann wiederholt sich das Ganze nochmal. Also nochmal. Dann geht's weiter.
Mit diesem Abschnitt geht es dann weiter. Wir spielen das G, das F, zweimal E, dann springen wir wieder hoch zum G, also zweimal G, zweimal D und wieder G. Also wir springen immer wieder zum G zurück in dem Abschnitt hier, ja? Nochmal. Bis dahin. Generell übrigens, du siehst meine Fingerhaltung, ich bleibe hier eigentlich immer gleich liegen in der rechten Hand. Ne? Also der Daumen ist immer hier so beim C und der kleine Finger immer hier beim G, weil wir ja hauptsächlich nur diese 5 Töne brauchen und jeder der Finger liegt hier auf einem dieser Töne. Ne? Das nur am Rande. Also wenn du hier so eine Fingerhaltung hast, dass du wirklich hier jeden Finger auf einem Ton, auf einer Taste hast, dann hast du hier überhaupt gar kein Problem, auf der rechten Hand das Stück zu spielen. Gut, also wir waren hier. Ja. Gerne wiederholen, üben, bis du es soweit kannst und dann geht's weiter. Das wiederholt sich jetzt einfach nochmal, also wir spielen hier nochmal das G. Das ist also der Anfang von dem Refrain, ne? Der wiederholt sich nochmal. Aber jetzt springen wir hier nicht wieder zum G, sondern wir springen hier hoch zum A. Dann geht es nämlich so weiter. Und hier endet dann der Refrain. Also wir spielen im Prinzip das, was wir schon hatten. Aber springen jetzt hoch zum A, überspringen das G, also gehen gleich zum F. Und das ist auch wieder das, was wir schon hatten, ne? Bloß, dass wir jetzt also vom A hier ausgehen. Okay, und das ist der Refrain auf der rechten Hand. Also ich spiele nochmal komplett vor, was die rechte Hand hier im Refrain spielt, ja? Wir fangen beim G an. Okay. Super. Was spielt jetzt im Refrain die linke Hand? Also rechte Hand soweit üben. Wenn du die rechte Hand richtig gut spielen kannst, übe jetzt also dann die linke Hand. Und die linke Hand spielt folgende Akkorde. Ich spiele dir mal die kompletten Akkorde vor, also die Töne, die wir brauchen. Wir brauchen auf der linken Hand das C, wir brauchen das G, das A, das D und an einer Stelle ganz kurz das F. Ja? Also C, G, A, D, F. Und das Ganze spielen wir dann auch in der Oktave, beziehungsweise im Akkord. Ja? Also das einfach üben, so anzuschlagen. Einmal C-Dur, und zwar C-Dur als Oktave hier einmal, das heißt das C hier unten und hier oben. Und ja, den mittleren Ton hier noch mit dazu, nämlich in dem Fall hier das G. C, G, C. Ja, C-Dur. Dann G-Dur, ja, also G, D, G ist das in dem Fall. A-Moll, A, E, A. D-Moll, D, A, D. Und F-Dur. F, C, F. Das sind hier die wichtigen Akkorde auf der linken Hand. Ne? Das ist eigentlich einfach nur die Begleitung für die rechte Hand, weil hier haben wir ja auch C, D, hier auch das F, auch das G, ja, auch alles vertreten. Also C, G, A, D, F. Da würde ich dich bitten, als erstes wirklich einfach hier zu üben, diese Akkorde so anzuschlagen. Ne? Am besten auch so, wie ich das mache, also mit kleinem Finger, Zeigefinger und Daumen. Okay? Weil das sind die Akkorde, die wir hier brauchen. Die einfach üben, anzuschlagen. Ist jetzt erstmal egal, in welcher Reihenfolge. So, wenn du die Akkorde soweit kannst, also wirklich hier geübt hast, die auch so anzuschlagen, dann geht's los. Wir fangen mit C-Dur an und wir spielen den Akkord jetzt nicht so, wir schlagen den jetzt nicht gleich so an, sondern wir spielen den Wechselanschlag. Wechselanschlag heißt, wir spielen den Grundton zuerst und dann spielen die anderen beiden Töne des Akkordes, ja? Also erst das C und dann das G und das C hier oben. Ja, das ist also der erste Akkord. Den schlägt die linke Hand hier einmal an. In diesem Wechsel. Dann springen wir hier zum G. Ja, und dann springen wir zum A.
Beziehungsweise das A schlagen wir jetzt nicht im Wechsel an, sondern spielen hier die Töne nacheinander. Ja, also spielen A, E, A in diesem Rhythmus. So dass wir den Unterabschnitt jetzt für die linke Hand haben im ersten Abschnitt. Diesen hier, ja? Also wir haben C, Wechselanschlag, G, Wechselanschlag und dann A, E, A. Okay, ich wiederhole nochmal. Bis dahin. Dann geht's weiter. Wir springen jetzt zum D, C und A. Dasselbe Muster, bloß jetzt fangen wir beim D an, C und haben jetzt das A. Ja, das G, Entschuldigung, das ist G. Habe ich mich jetzt vermacht. G. Das A ist diesmal nicht mit dabei, ja? Also so D, C und dann G, D, G. Ja? Mal beide Abschnitte zusammen. Also es fängt an mit C. G, A, E, A und dann D, C, G, D, G. Okay? Dann geht's weiter. Dann spielen wir hier gleich nochmal das D. Und spielen eigentlich hier nur zweimal D, also D-Moll und G-Dur, ne, in diesem Wechselanschlag. Also D, G, D, G. Okay? Bis dahin. Und dann, wenn du das soweit kannst, geht's weiter. Dann springen wir zum C. Wieder Wechselanschlag. Also erst C, dann wieder das G, dann das D und wieder das G. Das ist der nächste Abschnitt, ne? Also C, G, D, G. Ja, es ist immer dasselbe Muster. Ja, du musst dir eigentlich jetzt wirklich nur die Reihenfolge hier der Töne merken, also der Akkorde, die wir spielen, ne? Also C, G, D, G. Und dann kommt der letzte Abschnitt, wo sich auf der rechten Hand hier das hier nochmal wiederholt, ja. Das wiederholen wir jetzt hier auch nochmal, ne? Aber da müssen wir jetzt auch drauf achten. Wir springen ja dann hier hoch mit der rechten Hand. Das heißt, wir spielen hier C, G. Jetzt auch, wie beim allerersten Mal, ja, spielen wir hier A, E, aber spielen es nicht das A hier nochmal, sondern springen direkt zum F hier runter. Das ist dann dieser Part hier. Ja, weil wir jetzt hier auch mit der rechten Hand hochspringen, springen wir hier auf das F. Spielen F, C. Ich wiederhole nochmal den Abschnitt, also C, G und dann A, E und dann F, C. Ja, also hier muss man mal diesen Sprung, diesen Wechsel hier üben. Das ist gar nicht so einfach an der Stelle, vor allem wenn wir dann beide Hände zusammenspielen. Da muss man wirklich darauf achten, dass man diesen Sprung hier macht und dann sind wir im letzten Part, da spielen wir einfach nochmal C, G und C, aber nacheinander. Ne? Hier schließt dann also der Refrain ab. Okay, ich denke eine ganze Menge auf einmal. Wie gesagt, guck dir das Video nochmal in Ruhe an, also geh auch nochmal zurück und übe diese einzelnen Abschnitte wirklich ganz in Ruhe. Ja, aber das bringt nichts, beide Hände versuchen zu üben. Wenn du eine Hand hier noch nicht super perfekt spielen kannst, dann hast du echt Probleme. Also, ich zeige dir nochmal komplett, was die linke Hand also spielt. Ja. Jetzt kommt diese Wiederholung. Zweimal und dann wieder C, G, D, G und dann C. Ja, hier wieder. Und dann jetzt Achtung, jetzt der Sprung. Und dann wieder C, G und C. Das ist das, was die linke Hand spielt. Okay, und jetzt spiele ich dir mal langsam vor, was beide Hände zusammenspielen. Okay, also es fängt hier an, ne? Das wäre also jetzt schon der erste Abschnitt, den man üben kann, ne? Also immer ganz wichtig, kleine Unterabschnitte machen. Ist in dem Fall nicht so super schwer, also wir spielen die rechte Hand erst alleine. Und wenn wir hier beim E sind, spielt hier das C mit. Und bis hierhin spielen auch beide Hände zusammen immer, schlagen zusammen an und jetzt spielt die linke Hand alleine. Ja, bis hierhin. Dann spielt die rechte Hand.
bis zum E und beim F spielt auch wieder hier die linke Hand mit. Und wieder alleine, ne? Genau dasselbe Muster. Also nochmal. Allein und jetzt zusammen, 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 zusammen und dann zusammen und jetzt spielt die linke Hand alleine. Ich wiederhole nochmal diese 2 Abschnitte. Dann geht's weiter. Bis dahin. Ich spiele es nochmal langsam. Rechte Hand spielt wieder alleine, wenn wir das F spielen. Zusammen. Beides, ja, dann springen wir hier runter. Wenn wir jetzt hier also das G anschlagen, spielt auch hier das G. Dann wieder zusammen, ja, immer zusammen. Rechte Hand spielt alleine. Wieder beim F. Und hier auch wieder G und G zusammen. Und dann geht hier der nächste Abschnitt los, auch wieder zusammen, wenn wir hier D und G spielen. Ne? Das ist, denke ich, hier der schwierigste Part. Ich spiele es dir mal langsam vor, damit du es auch mitspielen kannst. Ja, also D, alleine, alleine und dann spielt die linke und rechte Hand zusammen. Und hier geht dann der nächste Abschnitt weiter. Da spielt auch wieder eigentlich die ganze Zeit rechte und linke Hand zusammen. Also nochmal. Auch hier wieder. Jetzt geht's weiter. Das hatten wir alles schon. Ja, das ist der erste Teil nochmal, der sich wiederholt. Aber jetzt. Achtung. Ja, wir spielen hier so A und das C zusammen. Dann spielt hier das E und dann gehen wir hoch zum A. Und in dem Moment, wo wir das A anschlagen, schlagen wir hier das F an. Und dann das C alleine. Und dann spielt hier nochmal das F. Und dann wieder zusammen. Okay. Ja, und das ist der Refrain mit beiden Händen zusammen. Ich denke, vielleicht jetzt ein bisschen erschlagend für dich, aber wie gesagt, übe diese kleinen Unterabschnitte und dann ist das gar kein Problem. Ich spiele den ganzen Teil jetzt hier nochmal langsam vor, ja? Im Endeffekt, ja, spielt ja die linke Hand auch immer wieder dieselben Akkorde, meistens in diesem Wechselanschlag. Das ist es soweit, ne? Das ist der Refrain. Natürlich kann man dann auch das Haltepedal noch mit dazu nehmen. In dem Fall würde ich dir empfehlen, immer vom Haltepedal wieder runter und wieder drauf zu gehen, also immer das Haltepedal in dem Sinne zu wechseln. Jetzt. Und jetzt. Ne? Immer wenn wir hier den Akkord wechseln. Also Haltepedal gedrückt halten und jetzt kurz runter wieder drauf, gedrückt halten und jetzt kurz runter wieder drauf, gedrückt halten. Ne? Immer wenn wir den Akkordwechsel machen. An der Stelle, ne? Da würde ich immer dann das Haltepedal betätigen. Wenn du das Haltepedal mit dazu nehmen möchtest. Okay, das war der Refrain und jetzt zeige ich dir noch ganz fix die erste Strophe, damit du die auch noch mit dazu hast und dann kannst du auch schon das ganze Stück spielen. Da nehme ich jetzt gleich mal beide Hände zusammen, weil es hier nicht allzu schwer ist. Ne? Also hier spielt die linke Hand immer als Begleitung mit und spielt auch immer gleichzeitig mit der rechten Hand. Ich spiele dir mal den ersten Part des Refrains vor, ja? Das spielt die rechte Hand, die linke Hand spielt hier C-Dur mit, ne? Das ist ja alles, ne? Ich nehme jetzt hier mal wirklich gleich beide Hände zusammen, weil es nicht so schwer ist, ne? Wir spielen also 5-mal hier das E und dann F, A, E. Und die linke Hand spielt 2-mal diesen Wechsel und dann spielt sie den Akkord einmal rauf und wieder runter, ne? C, G, C, G.
Und zusammen ist es dann im Prinzip so hier, ne? Mehr ist es nicht. Dann gehen wir eine Stufe höher, hier zum F und hier dann zum D. Also rechte Hand geht eine Stufe höher und linke Hand geht auch eine Tonstufe höher, ne? Genau dasselbe Muster wie eben. Bloß jetzt spielen wir also 5-mal hier das F. Dann hier das G, A, F. Genauso wie hier. Nur immer eine Stufe höher und hier entsprechend 2-mal dieser Wechselanschlag von D-Moll. Ja, also D, A, D. Und dann genauso wie eben, ne? Ist, denke ich, nicht allzu schwer. Nochmal genau dasselbe Muster, plus auch hier eine Stufe höher. Also D, A, D, A. Noch eine Stufe höher. Wir sind jetzt hier beim G. Wir müssen natürlich den Grundton mitspielen, also gehen dann hier auch zum G. Bis dahin, ne? Und hier spielen wir 1, 2, zweimal das G, dann das A, das G und dann hier das H und dann nochmal das G. Und dann würden wir hier runter zum C gehen. Das kann ich auch gleich noch mit anhängen, ne? Dieses D-Dim. Oder, je nachdem, was dir hier an der Stelle besser gefällt, kannst du auch hoch zum C gehen, ne? Im Prinzip ist es ja so in dem Stück, die erste Strophe, da geht das Backen noch schief. Ich glaube in der zweiten auch, also gehen wir hier so runter, so düm, als wäre das Ei quasi runtergefallen, sage ich jetzt mal. Also gehen wir runter zum C. Wenn wir dann am Ende sind, also in der letzten Strophe, und dann nur noch einmal der Refrain wiederholt wird, jetzt in der klassischen Fassung, gehen wir zu dem oberen C. Aber das sind so Feinheiten, das ist jetzt dir überlassen, wie du das auf dem Klavier spielen möchtest, ne? Also wir würden jetzt beim ersten Mal der Strophe hier runtergehen und später dann, wenn wir das Stück beenden möchten, gehen wir hier hoch. Ja, und wiederholen dann den Refrain zum letzten Mal. Das ist jetzt nicht so wichtig, das ist jetzt nur so, wie man es in der klassischen Weise spielen würde, ne? Also wir spielen jetzt hier diesen Part nochmal. Also wieder alles zusammen, ne? Hier bleibt die rechte Hand auf dem H liegen und gleichzeitig spielt hier die linke Hand diesen G-Dur-Akkord nach oben, ne? G, D, G. Dann spielt die rechte Hand alleine hier das G nochmal und dann spielen wir hier das C und auch hier spielt dann nochmal das C in der linken Hand mit. Und so kann man das dann zum Beispiel spielen, ne? Dass man also Wechselanschlag hier zweimal wiederholt auf C und dann nochmal, aber dann zweimal hier diese Töne, also das G und das C hier spielt, ne? So ist zumindest meine Variante des Stückes. Okay. Ja, und das ist es schon. Also das ist die ganze Strophe dann nochmal. Kann ich die auch nochmal vorspielen. Wir gehen eine Stufe höher. Und dann noch eine Stufe höher zum G. Linke Hand spielt alleine und dann nochmal G und dann C. Beziehungsweise hier oben geht natürlich auch. Oder du spielst auch die linke Hand eins weiter oben, ne? Das kannst du natürlich auch immer machen, dass du halt immer hier auch in anderen Oktaven spielst, als ich dir das jetzt zeige. Ja, man kann generell auch hier unten spielen zum Beispiel. Das geht natürlich auch, also auch hier oben natürlich. Klingt natürlich auch cool, ne? Also finde ich, hat auch was hier so oben zu spielen, ja, wenn man das Ganze vielleicht nochmal wiederholen möchte am Ende, ja, dass man es nochmal unten oder oben wiederholt. Das ist auch immer möglich. Also hier sind dir keine Grenzen gesetzt. Ja, du musst nur im Muster bleiben, die Töne natürlich kennen und dann kannst du es in jeder Oktave auch spielen. Ja, und das ist es dann auch schon soweit, ne? Ich denke, das Tutorial ist jetzt auch lang genug geworden. Du kannst den Refrain spielen, du kannst die Strophe spielen und dann kannst du wirklich mal beides zusammen dann üben, ja. Wie es dir gesagt hat, also üb wirklich erstmal die rechte Hand, üb die linke Hand, dann beide Hände zusammen, üb meinetwegen erstmal den Refrain, ja, und dann kannst du auch die Strophe üben. Ja, und wenn du das dann soweit drauf hast, dann hast du hier schon einen richtig schönen Weihnachtssong
den du deinen Freunden und deiner Familie vorspielen kannst. Also da wünsche ich dir sehr viel Spaß hier, dieses Stück zu üben, dieses Stück auch dann zu spielen für die Weihnachtszeit. Und ja, ich werde nächste Woche dann weitermachen hier mit meinen Weihnachtstutorials bis Weihnachten jetzt. Werde ich dir also dann noch einen weiteren Weihnachtssong zeigen. Wir haben ja noch ein paar Wochen Zeit, also da werden noch ein paar Songs zusammenkommen. Ich hoffe erstmal, es hat dir hier gefallen und ich würde mich freuen, wenn du nächste Woche beim nächsten Weihnachtssong auch wieder mit dabei bist. Ja, du kannst auch gerne meine Internetseite mal auschecken. Link findest du unten in der Videobeschreibung. Da findest du auch meinen Piano-Crashkurs und auch viele weitere Klavierkurse. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, wie dir das Ganze hier gefällt, wie dir diese Videoreihe gefällt mit den Weihnachtsliedern, ob das was für dich ist, ob du vielleicht schon in der Lage warst, hier was mitzunehmen. Würde mich sehr freuen, wenn du mir da Feedback geben könntest. Viel Spaß erstmal hier beim Üben und wir sehen uns dann hoffentlich auch nächste Woche wieder beim nächsten Piano-Weihnachtssong. Ich freue mich drauf. Bis dahin.